Hallo ihr Lieben da draußen. Ich zeige euch gleich in diesem Video eine Übungsabfolge, die aus Chuchu-Stampfen besteht und eine Erdungs- und Vertrauensübung. Und bevor wir die miteinander machen, weil ich mag dich einladen, sie mitzumachen, wenn du das möchtest, mag ich auch noch erzählen, wie es zu dieser Übung gekommen ist. Das Chuchu-Stampfen hat Julie im letzten Jahrhundert auf einer Japanreise in einem japanischen Theater kennengelernt. Kurz vor der Aufführung, ist das gesamte Ensemble auf die Bühne gekommen und hat angefangen, wie wild rumzutrampeln. Und das hatte einen ungeheuerlichen Effekt, nämlich im Publikum wurde es mucksmäuschenstill und das Publikum war sehr aufmerksam danach. Und die Präsenz der Schauspieler ist sichtlich gestiegen. Diese Übung hat die Julie mitgenommen aus Japan und hat sie in ihr Subgen-Repertoire mit eingefügt. Diese Übung hilft ungeheuerlich, wenn du bemerkst, dass du sehr kopflastig bist und deinen Körper wenig spüren kannst, wenn du ängstlich bist oder aufgeregt, so wie ich jetzt gerade aufgeregt bin. Und es hilft dir, runterzukommen in deinen Körper. Es hilft dir, weniger schüchtern zu sein und es erhöht deine Präsenz. Und der zweite Teil der Übung besteht erstmal aus Stehen und dann aus Sitzen und als drittes aus Liegen, indem du als Körper spürst, ob du dem Boden, den du unter dir spürst, dein Vertrauen schenkst, dass er dich tragen darf. Und zwar tust du deine Füße heben und setzt sie freundlich, aber energisch ab und lässt nach und nach die Bewegung größer werden, wenn du das magst, und lässt daraus ein Stampfen werden. Und setzt die Füße auch auf eine Art und Weise ab, als würden die Fußsohlen nach unten dem Boden sagen, hey du da, ich bin's. Und während du stampfst und das Stampfen größer und schneller werden lässt, kannst du beobachten, dass sich dein Atem intensiviert. Und wenn du dann auch noch die Arme dazu nimmst und vielleicht Geräusche machst, wie und Lokomotivengeräusche wie und dich noch ein bisschen mehr in Bewegung setzt, tut sich deine Präsenz langsam aus deinem Kopf ausdehnen und geht in deinen ganzen Körper über. Vor allem auch in die Beine. Und ehe ich dir jetzt einen vorkeuche, lasse ich die Bewegung langsamer werden, bis ich an einer Stelle zum Stehen komme, die ich mir ausgesucht habe. Und wenn ich hier stehe und mein Atem langsam wieder sich beruhigt, kann ich schon spüren, wie eine Welle von guter Laune durch mich geht. Und was ich spüren kann, ist mein Bauch. Und ich kann meine Beine spüren. Lass uns für einen Moment annehmen oder lass uns vorstellen für einen Moment, dass unser Körper genauso wach, genauso intelligent und genauso bewusst ist, wie wir uns im Kopf fühlen. Also, dass wir eine Körperintelligenz besitzen. Und stell dir vor, dass diese Körperintelligenz, indem wir die jetzt gerade auch ein Stück aufgeladen haben, sogar in deinen Fußsohlen wohnt. Wenn du also jetzt deine Konzentration in die Fußsohlen richtest und als Fußsohle nach unten spürst, was finden die Fußsohlen dann raus? Wie fühlt sich das, was unter dir ist, als Fußsohle an? Spürst du Wärme oder Weichheit? Stehst du auf einem Holzboden, auf einem Teppich?
Lass deine Fußsohlen spüren, wie sich das unter dir anfühlt. Und schau mal, ob deine Fußsohlen das, was sie unter sich spüren, als vertrauenswürdig wahrnehmen. Ob deine Fußsohlen dem Boden, den sie unter sich spüren, erlauben, dass der Boden dich als Körper tragen darf. Sei ein bisschen pingelig, sei ganz genau als Fußsohle mit der Untersuchung des Bodens. Wenn du nicht ganz zufrieden bist, kannst du die Position natürlich auch wechseln und dir einen anderen Platz suchen. Und wenn du als Fußsohle den inneren Daumen hebst und sagst, der Platz ist okay, dann könntest du für deinen inneren Raum als Körper und für den äußeren Raum als Bestätigung so einen Ton machen, der so ähnlich klingt wie ah. Und wenn diese Bestätigung erfolgt ist, dann erlaube dem Boden dich zu tragen. Als der Körper, der du bist, mit deinem ganzen physischen Gewicht, mit allem, was dich sonst noch ausmacht. Also mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Psyche, mit all dem, was man hier in unserem Kulturkreis Seele nennt. Mit all dem, was du an dir magst und all dem, was du nicht an dir magst. Alles, was du an dir kennst und alles, was du auch noch nicht an dir kennst. Gib das ab, lass dich tragen. Verbinde dich mit dem Boden. Stelle als Erdenwesen, das du bist, eine gute Erdung her. Du weißt ja, dass wir wie ein elektrisches Gerät sind, durch all die Nerven, die wir haben, durch all die Energie, die durch uns durchläuft. Wenn wir nicht gut geerdet sind, gehen wir auf Kurzschluss. Und das ist nicht gut für uns. Wie für kein anderes elektrisches Gerät auch. Lass dich tragen und sei gut geerdet. Und genieße für einen Moment die Verbindung zum Boden. Und dann lade ich dich ein, noch ein Schrittchen weiter zu gehen. Lass dich niedersinken und komme in eine sitzende Position. Das kann auch auf einem Stuhl sein, das kann aber einfach auch im Schneidersitz sein. Du kannst auch die Beine ausstrecken, wie dir gerade danach ist. Ein Bein unterschlagen. Und jetzt lade deine wache, intelligente Präsenz ein, als Körper, mit all den Körperstellen, die jetzt gerade den Boden berühren. Du magst kannst du die Hände noch dazu nehmen. Zu spüren, ob der Platz, an dem du sitzt, der Boden, den du gerade berührst, ob der vertrauenswürdig ist. Ob du dem erlaubst, dass er dich tragen darf. Sei wieder genauso genau und pingelig wie als Fußsohlen. Und wenn du merkst, dass der Boden okay ist, dass der vertrauenswürdig ist, dann mach wieder einen Ton, der klingen könnte wie ah. Damit informierst du deine inneren Räume und auch den äußeren Raum, in dem du dich aufhältst. Und dann lass dich tragen als all das, was du bist, mit deinem physischen Gewicht und mit deinem psychischen, seelischen Gewicht.
Und genieße es, dass du dir absichtsvoll diesen Ort ausgesucht hast und dem das Vertrauen schenkst. Ganz oft gehen wir faule Kompromisse ein und bleiben an Plätzen, die uns überhaupt nicht behagen, weil wir höflich sind oder uns nichts anderes übrig bleiben. Und dann fühlen wir uns an dem Ort, an dem wir sein müssen, total unwohl und unser ganzer Körper spannt sich an. Obwohl wir eigentlich gehen wollen oder sogar manchmal flüchten. Also genieße den Moment, dass du jetzt gerade an einem Ort sitzt, den du dir ausgesucht hast und den du dein Vertrauen schenkst. Diese Übung, die kann noch einen Schritt weiter gehen, wenn du magst. Du kannst sie aber auch in 3 teilen lassen, indem du es nur machst, stehen. Du kannst Stehen mit Sitzen verbinden. Du kannst aber auch Stehen, Sitzen und Liegen verbinden. Dann lade ich dich ein, dass du dich sogar noch hinlegst, auf den Rücken oder auf die Seite, je nachdem, was du lieber magst. Und wieder die Intelligenz und Präsenz und Wachheit deines Körpers einlädst, nach unten zu spüren mit all den Körperzellen und Körperzonen, die den Boden berühren, zu spüren, ob du erlaubst, dass der Boden dich tragen darf. Ob du dem Boden dein Vertrauen schenken möchtest. Du bist vielleicht jetzt schon ein bisschen vertraut mit dem Ort. Und dennoch lade ich dich ein, dass du ganz genau hinspürst. Auch als Rücken und die Rückseite deiner Beine und der Arme. Und auch dein Hinterkopf kommt jetzt in Kontakt mit dem Boden. Schau, ob du ihm erlaubst, dass er dich tragen darf. Und wenn es ein inneres Ja gibt, dann mach wieder einen Ton für deine inneren Räume und für den äußeren Raum, der klingen könnte wie Ah, was alle Zellen in dir informiert. Das ist ein sicherer Platz gerade eben, ein Safe Space. Und dann lass dich niedersinken und entspann dich dem Platz entgegen und lass dich tragen. Und genieß für eine Weile, dass da jemand ist, der dich hält und stützt und trägt. Und dass da auch Vertrauen ist, dass das sein darf. Ruhe für eine Weile an diesem Platz, genieße und lass die Erfahrung, die du gerade machst, lass die ganz tief einsinken. Überall in deinen Körper und in deinen Geist hinein. Und wenn du darüber tiefer einsinkst und 1, 2, 3 Bewusstseinsstufen dem Schlaf entgegensinkst und am Ende sogar einnickerst, ist das völlig in Ordnung.
Wenn du wirklich neugierig warst und die Übung mitgemacht hast und sogar in ein Nickerchen gegangen bist, dann kann es sein, dass du immer noch nickerst. Und wenn das der Fall ist, dann lade ich dich ein, kleine Bewegungsimpulse zu entwickeln und die Fußzehen zu bewegen oder mit den Fingern zu wackeln, die Nase zu rümpfen oder eine Augenbraue hochzuziehen. Was immer du magst, um ganz langsam wieder an die Oberfläche und in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Und ich lade dich ein und bitte dich, das ganz freundlich zu machen und ganz langsam in Bewegung zu kommen, dich irgendwann zu räkeln und zu strecken und vielleicht Geräusche dazu zu machen, die dein Wohlbefinden spiegeln. Und dann erst nach und nach komm in eine sitzende oder sogar eine stehende Position und später geh einfach dann deinen Alltagsgeschäften wieder nach.